Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du mich noch nicht kennst, auf meinem Kanal gibt es ganz viele kreative Videos zum Thema Kunst, Interior Design und DIY. Und heute mache ich mal neue Acrylic Pouring Techniken, die ich noch nicht kenne. Ich habe nämlich mal vor so 2-3 Jahren, das ist schon ein bisschen her, ein Video zum Thema Acrylic Pouring gemacht. Da habe ich das zum ersten Mal getestet und es war richtig cool, also die Ergebnisse waren mega. Seitdem ist es aber echt so ein bisschen viral gegangen und es gibt halt super viele neue Techniken, die man auch online zum Beispiel auf TikTok sieht, und heute mache ich die mal nach. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Dieses Video ist auch Teil meiner Paint With Me Reihe, die ich mit Pandora zusammen mache. Da gibt es auch ganz viele andere Videos. Ich teste in jedem Video eine neue Kunsttechnik und das habe ich euch mal als Playlist auf dem i verlinkt. Die Techniken, die ich heute teste, habe ich noch nie ausprobiert und am Ende werde ich auch meine Ergebnisse an euch verlosen, also auf jeden Fall dranbleiben. Starten wir mit der ersten Technik. Ich habe alle Videos, die ich heute nachmachen werde, auf Pinterest gefunden und ich habe euch die Videos und die Artists auch in der Infobox verlinkt, also da auf jeden Fall vorbeischauen. Und bei dieser Technik ist es so, dass man diese Farbe eben einfach auf die Leinwand gießt und in so kreisenden Bewegungen, und das macht halt eben dieses ja super interessante Muster, wie so eine Spirale eigentlich. Und irgendwie finde ich das so cool, dass ich das unbedingt mal ausprobieren möchte. Ich habe das, glaube ich, so ähnlich schon mal gemacht, aber da sind einfach so viele verschiedene Farben drin und ich finde, es sieht einfach extrem cool aus. Deswegen ist das die erste Technik, die ich jetzt testen werde. Da bei Acrylic Pouring die Kleidung sehr schnell dreckig werden kann, werde ich mich kurz umziehen. So, das ist meine Kunstlatzhose. Die ist auch schon dreckig, das darf die auch sein. Und damit werde ich jetzt die ganzen Sachen aufbauen. Ich habe mir also hier zuerst alle Materialien zusammengesucht, die ich für Acrylic Pouring brauche. Das ist einmal Acrylfarbe, dann das Pouring Medium, bekommt ihr im Kunsthandel oder online. Dann Leinwände, dann braucht ihr so kleine Gefäße. Ich nehme hier einfach Gläser. Dann braucht ihr was zum Unterlegen, also irgendwie eine Plane oder eine Pappe. So, ich habe mich jetzt hier im Bad aufgebaut. Das erste, was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt die Farben anmischen in diesen Gläsern hier. Ich nehme da welche aus Glas, alle möglichen Gläser sind eigentlich dafür geeignet. Und jetzt mische ich mir mit den Acrylfarben, mit dem Pouring Medium und mit ein bisschen Wasser jeweils hier in diesen Gläsern die Farben an. Wie gesagt, ein genaues Tutorial zum Anmischen der Farben, zum Verhältnis und so weiter, das man beachten muss, das ist alles nochmal in der Infobox verlinkt. Da ist mein Acrylic Pouring Video drin. Not gonna lie, ich habe mir das hier gerade selber nochmal angeguckt. Jetzt alle Farben fertig angemischt. Ich werde mir jetzt Handschuhe anziehen, damit ich meinen Schmuck jetzt nicht dreckig mache. Das würde ich euch sehr empfehlen, denn dieses Acrylic Pouring geht so schwer von den Händen. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall schützen. Let's do it. Ich fange jetzt an mit der ersten Technik. Mal gucken, wie das wird. Hier ist die Leinwand. Meine Farbe ist auch hier. Tada! Und das Ganze geht jetzt so, dass man die Farbe so in kreisenden Bewegungen auf die Leinwand laufen lässt. Here goes nothing. Okay. Sieht halt schon echt satisfying aus. Ich glaube, so langsam kommt die helle Farbe durch. Das sieht mega crazy aus. What? Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ich glaube jetzt. Okay. Also jetzt wird man die Leinwand, muss man jetzt so hin und her wackeln. Und die Farbe läuft jetzt an den Rändern runter. Das sieht halt so cool aus. Jetzt noch die eine Ecke hier. Seht ihr das hier oben? Da habe ich das echt verloren leider. Das sah so cool aus. Ich glaube, ich gehe nochmal mit der Farbe rüber. Weil ich habe noch richtig viel Farbe. So. Jetzt mache ich das nochmal hier. Also an verschiedenen Stellen. Okay, what? Oh mein Gott, das sieht mega krass aus. Ich liebe es. Ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich das jetzt hier so behalte, weil die Farbe wird halt so lange von der Leinwand laufen, bis sie trocken ist. Das heißt, das Ergebnis kann sich verändern, wenn man es halt noch verschiebt. Und ich glaube, ich werde das Bild erstmal jetzt hier in den Karton reinlegen. Cool. Jetzt wasche ich das erstmal ab und dann geht's weiter. Das ist das erste Ergebnis von dieser Spiralentechnik, nenne ich sie jetzt mal.
Also ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Man erkennt hier auf jeden Fall diese kreislichen Formen. Das Bild kannst du jetzt gewinnen und zwar gibt es eine Verlosung auf Instagram. Die kommt parallel zu diesem Video hier online und das habe ich in der Infobox verlinkt. Dazu gibt es auch dann natürlich alle Erklärungen und Teilnahmebedingungen und so weiter unter dem Instagram-Post zu lesen. Und ich habe außerdem Pandora-Schmuck zu dem Paket dazugelegt. Es gibt halt 3 verschiedene Pakete für alle 3 meiner Ergebnisse und das hier ist eben Ergebnis Nummer 1 und deswegen auch Verlosungsbox Nummer 1, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was ihr bekommt, wenn ihr mitmacht. Das wäre das erste Bild. Acrylic Pouring ist auf jeden Fall auch eine super schöne Geschenkidee, auch gerade vielleicht im Hinblick auf die Weihnachtszeit. Den Schmuck, den ich euch dazulege, der ist teilweise auch von der Pandora Weihnachtskollektion, die ich auch heute trage. Und ich habe auch noch mal ein paar meiner Favorite Pieces dazugelegt, die ihr in den anderen Paint With Me Videos gesehen habt. Video 2 finde ich auch sehr interessant, vor allem das Hilfsmittel, das benutzt wird, nämlich ein Fegeblech. Das habe ich so noch nie gesehen. Die Farbe wird da einfach auf dieses Fegeblech gegossen, also gar nicht erst in so einen Becher und dann eben so auf die Leinwand gezogen in so einer Art Bewegung. Und dann ergibt sich eben dieses super interessante Muster und genau das werden wir jetzt mal testen. Jetzt brauchen wir dieses Ding hier und zwar haben die ja bei der zweiten Technik die Farbe da so raufgekippt, das heißt, das machen wir jetzt auch. Ich glaube, die haben das jetzt einfach nur so in dieses Fegeblech so reingegossen. Man weiß halt immer bei Acrylic Pouring nie, was am Ende dabei rauskommt. Also man kann es ein bisschen steuern, aber nicht so richtig. Leinwand Nummer 2, unser Fegeblech. Soll ich das jetzt einfach so hier einmal rüber? Meine Leinwand ist halt deutlich kleiner als deren Leinwand. Deswegen macht es halt nicht ganz so viel Sinn, gerade diese Technik auf dieser Mini-Leinwand, aber gut. Sieht halt irgendwie auch wieder ganz cool aus. Jetzt versuche ich noch hier die Ecken. Hier ist jetzt noch ein bisschen blau drauf. Das lasse ich jetzt einfach mal so darauf gießen. Wow! Oh mein Gott, wie geil sieht das bitte aus? Ich will das gar nicht bewegen, weil das so cool aussieht. Okay, ich versuche jetzt nur kurz die Ränder zu bedecken und dann lasse ich das Ganze so, weil ich finde, das sieht mega cool aus. Und so sieht das Ergebnis von Technik 2 aus. Also ich finde einfach die Farben hier super, super cool. Und es sieht irgendwie aus wie so ein Meer, wie so ein Ozean. Also ganz interessant eigentlich. Probiert es mal aus. Eigentlich hat ja jeder so ein Fegeblech zu Hause. Und deswegen kann man das auf jeden Fall dafür zweckentfremden. Auch dieses Bild kannst du zusammen mit Pandora Schmuck gewinnen. Da habe ich euch mal hier eingeblendet, was ihr da genau gewinnen könnt. Also das Paket Nummer 2. Und wie gesagt, das gibt es alles dann auf Instagram zu gewinnen. Technik Nummer 3 habe ich so auch noch nicht gesehen. Und zwar wird da einfach die Farbe in so einer Bewegung einzeln auf die Leinwand gekippt. Also auch hier verwendet man nicht so einen Becher und irgendwie stülpt den dann um, sondern man zieht einfach wie so Fäden die Farbe auf die Leinwand und dann nimmt man Weiß, legt das so um die Farbe rum, nimmt den Föhn und dann verwischt man mit dem Föhn so die Farbe, also man verweht die so. Man kann auch pusten alternativ, habe ich gesehen. Also das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ich das genauso gut hinkriege wie sie, weil ich, wie gesagt, auf sehr, sehr kleinen Leinwänden arbeite. Aber es sieht einfach mega aus und ich bin so gespannt, wie das jetzt wird. So, Leinwand Nummer 3, die Technik ist jetzt wieder anders. Und zwar werden wir jetzt die Farben direkt auf die Leinwand gießen. Bei der Technik hier bin ich besonders gespannt, wie die wird. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht vorher. Und zwar nehmen wir jetzt zuerst die Farbe. Ich starte, glaube ich, mal mit Grün. Dann werden die Farben jetzt einfach hier so quer rüber gegossen in irgendeiner Art Bewegung. Jetzt als nächstes, glaube ich, mal Orange. Könnte ganz cool aussehen. Nein, jetzt bin ich da durchgegangen. Ich habe es voll ruiniert gerade. Aber was ist ein Acrylic Pouring Video ohne ein Fail? Okay, jetzt haben wir diese Linien und jetzt als nächstes werden wir Weiß auftragen, rechts und links neben unserer Form hier. Das verwischt halt schon echt jetzt schon richtig schnell. Und ja, jetzt muss ich schnell meine Handschuhe ausziehen, denn jetzt kommt der Föhn zum Einsatz und den will ich nicht mit dreckigen Handschuhen anfassen. Oh mein Gott. What? Ich werde das Bild jetzt auch wieder zum Trocknen legen und ich bin so gespannt, weil je nachdem, wenn die halt noch nass sind, werden die sich auch noch verändern, solange sie trocknen.
Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier jetzt final aussehen wird. Jetzt trocknen die Bilder. Ich lasse die dann immer für mehrere Stunden hier liegen. Also Acrylic Pouring dauert schon echt ganz schön lange, damit es halt richtig trocken ist. Und so sieht es aus, wenn es fertig getrocknet ist. Ich liebe einfach das Ergebnis. Ich finde, das sieht so spannend aus, auch gerade mit der weißen Fläche hier, wie sich die weiße Farbe mit der bunten Farbe vermischt hat. Also einfach richtig eine super coole Technik. Ich bin froh, dass ich auf diese Art von Acrylic Pouring gestoßen bin. Ich habe euch hier nochmal den Schmuck, den es in Paket 3 zu gewinnen gibt, hier abgefilmt. Also ich wünsche auf jeden Fall allen sehr, sehr viel Glück, die mitmachen. Dieses Video ist übrigens der letzte Teil von der Paint With Me Reihe, die ich mit Pandora zusammen gemacht habe. Da gibt es auch noch Videos zu allen möglichen anderen Kunsttechniken, wie zum Beispiel Aquarell. Und das habe ich euch hier auf dem i verlinkt, also schaut da gerne vorbei. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei dir fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig über ein Abo freuen, Glocke aktivieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!